Okay, und kann man sagen, grob, wie lange man da so im Durchschnitt für eine Straße braucht? Ich meine, das ist ja relativ gesagt. Ja, es ist halt unterschiedlich. Es kommt halt natürlich immer darauf an, wie komplex die Gebäude aussehen. Ich kann dir mal eine Straße zeigen. Also jetzt hier hinten, das ist eigentlich relativ schnell durchgezogen, weil das halt größere Gebäude sind, die halt wiederholende Fensterfassaden haben. Ja, So, das heißt, du dann halt ein paar Minuten zusammengestellt und bist dann fertig. Da kriegst du halt so eine Straße halt auch wirklich in 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten durchgezogen. okay. Also der Abschnitt jetzt, den wir da sehen. Dieser Abschnitt. Es gibt natürlich dann auch wieder komplexere Sachen, wie halt solche Geschichten hier. Da muss man halt erstmal sich zusammensuchen, was man gerne hätte, wie die Vorlage aussieht. Ja, Und wir haben das Problem, die generierten Gebäude sind zurzeit halt nur im rechten Winkel können die gebaut werden. Wenn jetzt hier die Straßenführung halt ein bisschen breiteren Winkel haben oder engeren Winkel, ja, muss man das sich ein bisschen so zusammenstecken mit verschiedenen generierten Gebäuden. okay. Also Wie- komplizierter ganz einfach. Ja, das ist dann halt ein bisschen zeitaufwendiger. Mhm. Hier sieht man halt, dass ich das gleiche Gebäude nochmal dupliziert habe und dann hier in den bestimmten Winkel, den ich brauche, reingesetzt habe. Okay. Das gleiche gilt auch jetzt für den Vorsprung. Den können wir hier diesen, wie nennt man das, Erker oder so, kann man natürlich halt auch direkt ins Gebäude reinsetzen. Da das Gebäude bei mir jetzt so schmal ist und jede Fassade immer 2 Fenster hat, ich aber in dem Fall nur ein Fenster links und rechts haben möchte, Ja. habe ich halt nochmal ein generiertes Gebäude genommen, das auf eine Fassade gesetzt und stecke das dann hier so ein bisschen rein, dass das halt optisch auch noch ganz schick aussieht. Und so kriegt man dann halt auch ein bisschen komplexere Gebäude mit dem generierten Tool Okay. gebaut. Wenn es halt, wenn der Winkel halt zu spitz ist und so, dann kommen wir halt nicht drum rum, erstmal diese Gebäude halt im Blender zu bauen. Muss man gucken, ob wir jetzt hier sowas Spitzes haben, in dem Fall nicht. Aber hier so spezielle Strukturen und so, die werden natürlich dann im Blender oder Max oder einem anderen 3D-Programm gebaut. Okay, also können wir auf jeden Fall festhalten, dass auch wenn ihr da ein Tool benutzt, was Gebäude generiert, heißt das noch lange nicht, dass ihr da einfach nur die Gebäude random generiert und einfach aneinander steckt und das war's, sondern da steckt trotzdem auch eine Menge Arbeit und eine Menge Zeit drin. Ja, klar. Gerade, also jetzt in dem Fall wird hier auch der Bus entlang fahren, die ganze Linie. Und da will man natürlich auch ein bisschen mehr Details reinsetzen. Ja. Wir haben natürlich auch noch sämtliche Assets, die halt dann hier noch dran gesteckt werden, wie Firmenlogos oder Markisen oder sonst irgendwas, Hausnummern, Schilder. Also da haben wir ja noch mal eine Variante. Aber kennt ihr ja schon das Ergebnis von den anderen Linien, wie es dann letztendlich aussieht. Ja. Im Moment ist es ja hier noch recht kahl. Das Einzige, was hier an Deko steht, sind die Autos. Die haben wir jetzt hier schon mal gesetzt, damit wir sehen können, ob die KI hier vernünftig durchfährt und nirgendwo gegenknallt. Ja, und dann werden halt Kleinigkeiten noch kaschiert, damit das halt letztendlich schön aussieht. Hier fehlt zum Beispiel vom Straßentool noch ein bisschen. Da wird jetzt hier noch der Boden strukturiert. Ja. Aber da war halt wichtig, dass wir erstmal die generierten Gebäude haben, beziehungsweise hier, das ist ein fertiges Gebäude und dann haben wir hier generierte zusammengesteckt. Hier ist noch ein altes Gebäude drin, das kann weg. Schwupp. Ja. Und so setzen wir uns die Fassade dann zusammen, Ja. können dann mit dem Straßentool arbeiten, vernünftige Vorsprünge setzen oder hier jetzt eine kleine Mauer. Hier werden noch kleine Büsche und so reingesetzt. Also Stichwort dekorieren ist ja dann der nächste Schritt auch irgendwo nach dem ganzen Genau. Gebäude setzen. Wir Da sind werden ja wir jetzt noch hier, hinkommen. wir sind ja jetzt hier nur bei den generierten Gebäuden. Genau. Ja, das wäre jetzt so, das ist halt der Arbeitsprozess. Kommt halt immer darauf an, wie komplex irgendeine Straße aussieht Ja. von den Gebäuden her. Ja, interessant. Ja, Dann würde ich sagen, Daniel, erstmal vielen Dank gerne doch. für die Erklärung. Und Leute, ich würde sagen, gehen wir jetzt nochmal zum Erik rüber, der uns erklärt, wie das Ganze abläuft, wenn man noch speziellere Gebäude entwickeln möchte. So, nachdem wir jetzt beim lieben Daniel waren, bin ich jetzt hier neben dem Erik. Grüß dich, Erik. Grüß dich, Toni. Und ja, was zeigst du uns jetzt noch? Ja, ich baue die Gebäude, die wir mit den generierten Gebäudetool nicht hinkriegen.
Okay. Also da habe ich jetzt hier in Google Earth dieses Gebäude, an dem ich gerade sitze. Ja. Da habe ich jetzt hier schon mal die grobe Form vorbereitet. Und ich wollte euch jetzt kurz zeigen, wie wir das machen. Ja, also auch da nochmal kurz zum Verständnis. Also du bist grundsätzlich für die besonderen Gebäude einfach zuständig, die wir dann extra modellieren. Mhm. Stimmt. Okay. Ja, die bauen wir mit 3ds Max. Und damit wir genau wissen, wie groß jetzt die Stockwerke oder so sind, verwenden wir Google Earth. Da gibt es hier ein cooles Tool, mit dem man die Größen abmessen kann. Okay. Also da sieht man jetzt hier den Eingang, der zum Beispiel, der ist 6,5 Meter groß. Und kann man dann die Abstände hier abmessen. Die Ecke ist 2 Meter. Und der Eingang ist ungefähr 8. Und dann können wir das einfach jetzt hier in 3ds Max nachmodellieren. Wähle ich einfach die Ecken hier aus, messe 6 Meter ab für die Höhe. Hier die Ecke waren 2 Meter. Okay, das heißt 1:1 nachbauen heißt Genau, dann auch wirklich 1:1. ja. Also wir haben ja jetzt, oder ihr habt jetzt gesehen, dass da wirklich die Maße auf einen Zentimeter genau, glaube ich, war es. Ja, also bei Google kann man das so gut 10 cm abmessen. 10 Zentimeter, okay, also schon sehr, sehr genau dann. Mhm. Also wir bauen jetzt, das Gebäude wird jetzt im Hintergrund stehen, deswegen werden wir jetzt nicht jedes Fenster einzeln ausmodellieren. Mhm. Aber jetzt die grobe Form, so wo Fenster sind und so, das bauen wir alles 1:1 nach. Okay. Und jetzt anhand dieses Beispiels, was denkst du oder aus deiner eigenen Erfahrung, wie lange braucht man da für so ein spezielles Gebäude? Also das Gebäude, wir fahren ja dann später hier die Straße lang, deswegen muss man es nicht so genau machen. Das kann man gut in einem halben Tag ungefähr modellieren, wenn man geübt ist. Okay. Also logischerweise, wie du schon gesagt hast, du modellierst dann auch nur den Bereich, den man wirklich sieht. Ja, also jetzt für die Seite, das würde ich dann einfach spiegeln. Das heißt, die Seite kopieren und dann einfach rüber kopieren. Und das hinten fahren ja dann bei der 147 hier durch. Ja. Das auch dann muss man eigentlich nur sich auf den Bereich hier konzentrieren. Okay. Von dem Gebäude. Genau, wenn man jetzt hier unten noch den Eingang modellieren will, da reicht jetzt Google Earth nicht mehr aus. Da verwenden wir dann in der Regel Street View. Da hat man dann eine viel bessere Sicht auf jetzt das Gebäude. Und dann sieht man hier in der Mitte ist ein Cut, den kann man dann hier noch reinschneiden. Hier noch ein bisschen breiter machen. Also das ist auch alles grundsätzlich sehr viel Detailarbeit. Genau, ja. Und dann baut man halt nach und nach den Eingang nach. Stück für Stück. Wie schon gesagt, die Seite sieht man ja dann jetzt hier ziemlich gut, deswegen bauen wir die ein bisschen detaillierter. Und dann kann man hier noch die Fenster, so ein bisschen die Türen reinbauen. Ja. Mache ich jetzt einfach mal nur so ein bisschen schnell. Das würde dann, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern. Ja, ist ja auch hier wieder wichtig, wie auch schon im letzten Dev Diary, als uns da Timo das Ganze, die ersten Schritte gezeigt hat. Hier geht es auch einfach mal darum, euch wieder einen Einblick zu geben, wie das Ganze jetzt bei diesem Schritt abläuft. Und ich denke, das, was ihr da jetzt hier seht, gibt euch schon einen relativ guten Einblick dabei. So ein kleiner Zeitsprung. Jetzt seht ihr das Gebäude fertig modelliert. Genau, hier haben wir das fertige Gebäude in 3ds Max. Ich habe das jetzt schon exportiert und in die Unreal Engine geladen. Hier ist dann das Gebäude in der Unreal. Und da zeige ich euch jetzt noch, wie wir die Materialien hinzufügen. Also hier haben wir die ganzen Material IDs. Da kann man mal schauen, das erste, das sind die Teile vom Gebäude. Und das hat dann echt so Plastik-Tiles. Dann können wir hier in der Material Library. Also Material heißt einfach nur... Ja, Materialien sozusagen. Genau. Da haben wir jetzt ja alle möglichen Ordner mit verschiedenen Materialien. Und dann zoomen wir mal nach Plastik. Und hier unten.
Und dann kann man hier zum Beispiel Plastic-Tiles nehmen, also so Kacheln, und die dann einfach zuweisen. Dann sieht man schon, hat man dann hier so diese einzelnen Kacheln. Das kann man dann noch einstellen, wenn man die Größe haben will, aber wir lassen es jetzt einfach mal so. Da weist man so nach und nach die Materialien zu. Hier haben wir so Metall für die Fensterrahmen. Gehen wir einfach wieder einen Ordner zurück, suchen nach Metall und suchen uns hier einfach dann ein passendes Material aus. Also wie ihr seht, das ist super einfach. Da kann man dann nach und nach einfach alles zuweisen. Also du schaust dann einfach, okay, welches Material oder welches Material hat das Gebäude in echt Genau. und suchst dir dann das passende raus. Ja, man kann auch theoretisch in den Materialien noch die Farben anpassen, aber meistens reicht es aus. Hier haben wir jetzt Glas, da suchen wir nach einem speziellen Material. Haben wir nämlich extra eins, was noch so ein bisschen die Innenräume hat. Suche ich hier nach Interior. Das ist dieses Material. Davon erstelle ich jetzt eine Instanz, dass wir das noch anpassen können. Okay. Die tue ich dann einfach in den Ordner von meinem Gebäude. Das weise ich dann zu. Und seht man, hat man hier schon eine Verspiegelung und so leichte Innenräume. Da kann man dann auch noch die Stockwerkgröße anpassen, dass für jedes Stockwerk sozusagen ein Innenraum projiziert wird. In den Einstellungen. Hier sind jetzt 3 Meter. Das passt sogar schon, da muss man gar nichts groß einstellen, weil die Stockwerke sind in etwa 3 Meter. Ich glaube 3,20 Meter. Okay. Können wir einfach 320 Zentimeter nehmen. Das sieht man hier an den Spiegelungen, ist noch sehr hoch, deswegen sieht man es nicht so. Aber hier sieht man, hier ist dann die Grenze. Dann kann ich hier noch die Höhe ein bisschen verändern. So, minus 40 Zentimeter. Und das hattest du jetzt auch alles schon bei dem Gebäude gemacht? Ja. Genau, und dann passt das jetzt, dann ist eben. So, hier haben wir dann noch so Balkone. Hier sind dann die Materialien für die Balkone. Können wir die hier zuweisen. Da habe ich das UV-Mapping schon so angepasst, dass die jetzt genau hier passen. Okay, was heißt UV-Mapping für die, die gar keinen Plan davon haben? Das ist, sagt man im 3D-Programm sozusagen, wo die Materialien sein sollen auf den Flächen. Okay. Genau. Dann jetzt hier unten habe ich noch so einen Betonsockel gemacht. Gehen wir einfach zu Concrete. Suchen uns einen schönen raus, der hier passt. Vielleicht der hier. Ich denke, der ist okay. Wir machen an die Gebäude meistens so einen Sockel, falls wir Unebenheiten im Terrain haben. Okay. Dass man das dann einfach reinstecken kann. Genau, dann mache ich jetzt hier mal den Filter raus, dann sehen wir das ganze Gebäude. Hier kann man dann am Ende noch ein bisschen die Materialien anpassen, dass es jetzt nicht so extrem weiß ist. Genau, dann wäre jetzt nur noch der letzte Schritt sozusagen, dass man noch die Collision macht. Also, dass die Engine im Spiel weiß, wo man nicht durchlaufen kann. Okay. Da kann man hier die aus Boxen bauen. Gibt es hier oben im Tab Collision. Da kann man eine Box Collision hinzufügen. Also relativ simpel? Ja, die ist jetzt relativ grob. Das Gebäude ist natürlich auch simpel, weil es viereckig ist. Hier, wir würden es dann später genauer machen, dass wir jetzt hier zum Beispiel eine kleine Box nehmen, dass man hier unten noch reinlaufen kann. Die kann man dann einfach hier in der Engine skalieren und anpassen, wie es einem passt und hinschieben. Also so zum Beispiel. Da ist ein bisschen Feinarbeit, kann man hier unten auch noch genauer einstellen. Die Breite und alles Mögliche. Jetzt hier zum Beispiel, das dann genau passt. Dann baut man sich so nach und nach die Collision auf. Aber das ist, wie schon du gesagt hattest, bei anderen Gebäuden, die jetzt nicht so grob viereckig sind, nochmal viel komplizierter. Genau, ja, vor allem Rundungen. Da muss man dann Kapseln nehmen.
Oder halt mehrere Vierecke nebeneinander. Oder man baut die Collision direkt in 3ds Max und exportiert die mit. Okay. Also wenn es nicht anders geht. Und das war es eigentlich schon. So machen Ja. wir unsere spezielleren Gebäude. Ja, dann auch vielen Dank dir, Erik. Und Kein Problem. Ja, Leute, ich denke jetzt auch zusammen mit dem, was Daniel uns davor gezeigt hat, habt ihr da jetzt nochmal wirklich auch einen guten Einblick bekommen, ja, wie das Ganze bei uns abläuft, wenn wir Gebäude setzen bei einer neuen Linie. Das heißt, ihr habt jetzt insgesamt mit dem Video davor gesehen, ja, diese ganzen Abläufe, wenn Straßen gesetzt werden, KI-Lanes gelegt werden, Ampelsysteme gebaut werden und dann eben auch wie Gebäude generell, aber auch die spezielleren Gebäude gesetzt werden. Und was dann in nächsten Teilen der nächsten Dev Diary kommt, kann sich der eine oder andere ja vielleicht denken. Und seid gespannt darauf. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, wir sehen uns bei der nächsten Dev Diary. Bis dahin. Ciao. Ciao.